Aloha, schöne Seele! Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video, in welchem ich dir einen Einblick in den zweiten Call der Masterclass mitgeben möchte. Das Thema war die höhere Führung, die innere Quelle, die geistige Welt. Und wir haben einen sehr spannenden Abend verbracht. Uns haben am Anschluss irgendwie allen ein bisschen den Kopf gebrummt vor lauter Informationen. Es war ein sehr, sehr spannendes Channeling. Sehr vielschichtig und ganz tolle Fragen. Wenn du das ganze Channeling hören möchtest, dann findest du auf meiner Webseite über eine der verschiedenen Community-Zugänge die Möglichkeit, das Ganze dir anzuhören. Aber jetzt erstmal, lass uns gemeinsam reinhören in Informationen aus der geistigen Welt. Ich wünsche dir viel Vergnügen und danke fürs Reinschauen. Ja, ich bin ja mal gespannt und freue mich wirklich, wirklich sehr. Also lasst uns doch gemeinsam atmen und so ganz, ganz, ganz ankommen in diesem Augenblick. Und fühlt einfach mal, was da bei euch jetzt gerade so los ist, was gedacht wird, was gefühlt wird, was da ist, aber ohne es zu bewerten. Und lächeln. Und nimm nochmal einen tiefen, bewussten Atemzug und stimme dich ein mit mir auf unseren Freund und Unterstützer dieser Masterclass. Danke, dass du jetzt da bist, schöne Seele. Ich grüße euch, ich grüße dich. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir heute eine ganz besondere Freude, diesen Augenblick mit euch zu teilen und einzutauchen in ein aus unserer Sicht natürlich sehr wichtiges Thema. Aber auch wenn heute für eine spezielle Person ein Jubeltag ist, liebe Doro, auch von uns alles Liebe zum Geburtstag, ist doch dieser Tag ganz allgemein ein Jubeltag. Du hast dir dann einen besonderen Tag ausgesucht, um zu feiern das Leben, nämlich das Deine. Und wir alle wollen uns dir anschließen, liebste Schwester, und das Leben feiern. Denn das Leben entspringt aus deiner höheren Führung, aus deiner Quelle, aus dem Geistigen wird es zur Materie. Und das ist in jedem Augenblick für sich allein genommen wirklich ein Moment zum Jubilieren. Ganz besonders dann, wenn ihr euch bewusst dafür Zeit nehmt, geliebte Seelen. Wenn ihr euch bewusst auf euch, eure innere Quelle, eure innere Stimme, auf die innere höhere Führung, auf eure Verbindung zu uns, zur geistigen Welt besinnt. Es ist auch so schön, manchmal das euch bewusst werden zu lassen, dass dies Heimat ist. Genauso Heimat wie diese hier auf Erden. Du bist hier und jetzt schon absolut am richtigen Ort und zur rechten Zeit. Und mit allem ausgestattet, geliebte Seele, was du brauchst, um die Herausforderungen und Möglichkeiten zum persönlichen Wachstum und Mitwirken am Aufstieg dieser Welt zu schöpfen, du würdest sagen, zu schaffen. Ich weiß das, weil du und ich das miteinander vorbereitet haben. Über eine Vielzahl von Leben und ganz besonders auch vor diesem Leben.
unter anderem in Shambhala. Da haben wir uns ausreichend Zeit genommen, diese Zeitgeschichte von heute zu studieren. Sie und alles, was darin an Möglichkeiten besteht, und dein persönlicher Wachstumsprozess aufeinander abzustimmen. Ihr nennt es heute auch die Blaupause der Seele zum Beispiel oder des Lebensweges. Ja, wir nahmen uns sehr bewusst Zeit, dich auf dieses Leben vorzubereiten und das Leben, das da gelebt werden soll, zu studieren. Die einzelnen Möglichkeiten zu evaluieren, die Mitspieler genauer zu beleuchten, mit ihnen Absprachen zu treffen, damit für beide die ideale Möglichkeit geschaffen wird, um bestmögliches Potenzial aus dem Moment zu schöpfen. Du darfst dem Seelenstudium, das du betrieben hast, wirklich vertrauen. Wir nahmen uns Zeit. Und wir waren dabei nicht allein. Wir hatten großartige Unterstützer und Unterstützung von allen Ebenen. Die Erzengel haben dir ihre Anteile mitgegeben, dass du im Augenblick, in dem es nötig sein würde, auf ihre Ebene sozusagen Zugriff hast, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Du hast verschiedene Meister und Meisterinnen getroffen und dich mit ihnen intensivst ausgetauscht über Möglichkeiten und Fähigkeiten, die du entwickeln willst, derer sie Meister geworden sind und dich dementsprechend ganz präzise darin unterstützen. Und ein Teil von dir ist immer noch da, bei uns. Ein Teil ist in Shambhala. Das ist wie ein Magnet für dich. Du wirst immer dahin finden und manchmal, in vielen Nächten des Lebens, findest du dich wieder bei uns ein. Wanderst durch die heiligen Hallen dieses geistigen und in gewisser Weise physischen Ortes. Wenn du um Einlass bittest, wird Lady Portia, Lady Portia da sein und mit dir über die Pforte schreiten, dir den Weg weisen und eine weitere Meisterin wird dich hinbegleiten zu den heiligen Gewässern, damit du dich reinigen und klären kannst. Meist von Konfuzius oder auch anderen wirst du dann zum heiligen Stein der Weisen begleitet und kannst Informationen abrufen und einspeisen. Und das alles geschieht, währenddem dein Körper schläft und dein Verstand auf seine individuelle Art und Weise den Alltag bearbeitet und träumt. Und manchmal kann er dir ein Stück weit folgen, dein Verstand, durch seine ätherische Ebene. Und dann träumst du von diesen wunderschönen Ebenen, in denen du dich in diesem Sinne dann eben auch aufhältst, die dein Zuhause sind, die Quelle für Inspiration und Möglichkeiten sind. Ich erzähle dir all dies, geliebte Seele, nicht damit du leidest hier auf Erden, wenn es mal wieder schwierig und knorzig ist. Nein, ich erzähle dir das und will dich damit daran erinnern, dass es schon richtig ist, wie es ist und dass du immer Nacht für Nacht auftanken und ausruhen kannst. Und dass wir dann immer mit dir auf engste Art und Weise in Verbindung stehen. Und dass du deswegen absolut ganz und gar auf den Weg deiner Seele vertrauen kannst. Und es deswegen gut ist, wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, auf deine innere Stimme zu hören. Und das ist sehr, sehr leicht. Es ist wirklich leicht zu unterscheiden, was kommt vom Ego, vom Verstand und was von deiner Seele, von deiner inneren Quelle sozusagen, von deiner höheren Führung, von deinem hohen Selbst, von uns.
Deine Seele, deine innere Führung, deine Quelle ist niemals verpflichtend. Immer bejahend zu dir, zu deinem wahren Sein. Das heißt nicht, dass sie zu allem Ja sagt, was du dir da so ausdenkst. Nein, sie führt mit absolut bedingungsloser Liebe dich in jede Situation hinein und hinaus. Wenn du also deine inneren Drähte auf Lebensfreude, auf Aufmerksamkeit und auf Liebe stellst, wie ein Radio, das ein bisschen drehst, diese Drähte ausrichtest und innerlich entscheidest, durch das gesprochene Wort, das gedachte Wort und die dazugehörende Haltung innerlich, zweifelsfrei. Du entscheidest, dass du jetzt ganz achtsam bist und spürst und hörst, im Sinne von wahrnimmst. Dann sind die Informationen blitzschnell da. Die brauchen keine Zeit, um von deiner Seele bis in dein Wahrnehmungsfeld zu kommen. Sie sind sofort da. Sie sind manchmal sogar schon da, bevor du die Frage wirklich formulieren konntest. Meistens weißt du in deinem tiefen Inneren, sagen wir mal mit deinem Bauchgefühl bereits eben, wo es lang gehen soll, was für dich gut ist und was nicht unbedingt weiter dienlich ist oder wer. Sobald du dann 2-3 Mal geatmet hast, maximal, hat der Verstand schon Zeit gehabt, dir diese Impulse irgendwie greifbar erklären zu wollen oder versucht sie auf seine Art und Weise dann ein bisschen umzubasteln, dich auf einen anderen Weg vielleicht zu bringen. Nimm dieses Schauspiel bewusst wahr, aber bewerte es nicht. Es ist die Aufgabe des Verstandes, den Dingen, den Impulsen Form zu geben, darüber zu lamentieren und Möglichkeiten aufzuweisen. Schätze und ehre ihn dafür. Er ist nicht der Feind. Er ist nur ein Werkzeug. Aber über deine Wahrnehmung, sei das Gefühl, das innere Gehör, ein Geruch, ein starkes Herzklopfen, was auch immer es ist, deine Wahrnehmung, die Kommunikation zwischen deiner Seele, deiner höheren Führung und deinem bewussten menschlichen Sein ist unglaublich schnell. Sehr schnell. Also während dem kommenden Monat, lass dich mal darauf ein. Nimm dir Zeit, das zu testen. Testen im Sinne von einfach beobachten und bewusst wahrnehmen und vielleicht mal Notizen darüber oder damit zu gestalten. Denn du bist ja nicht von deiner Seele getrennt. Sie spaziert ja nicht irgendwo da oben im Himmel rum und hat so ein feines Drähtchen zu dir als Hampelmann da unten. Im Gegenteil, du bist umhüllt von ihr. Du bist sie. Sie ist du. Nun denn, so viel mal zum ersten Teil. Und ich freue mich, wenn ihr euch nun in den kleinen Gruppen austauscht und die Fragen zu diesem Thema erarbeitet. Ich will sehr gerne im Anschluss darauf antworten. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist eine Ehre, mit euch zu wirken. Danke. So, wir sind also keine Hampelmänner.